Hallo und herzlich willkommen zurück mit eurem Chaser von Bavarian Let's Plays. Ja, wir sind gerade bei LA Noire Let's Play und ja, weiter geht's, ne? So, wo waren wir denn stehen geblieben? Ja, genau, richtig. Wir haben hier diese Leiche gefunden und müssen jetzt den Tatort untersuchen. Das tun wir jetzt einfach mal, indem wir uns mal erstmal wirklich gut umschauen. Vielleicht können wir hier irgendwas finden. Ah, hier zum Beispiel. Da vibriert was. Shell casings. These look like 32s. Okay. Weiter untersuchen kann man den nicht. Also gehen wir mal weiter. Ah, hier ist auch was. Wie originell im Müll. Gibt's dazu noch irgendwas zu sagen hier? Ah, warte mal. FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Wieder was zum Waffenladen. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Legen wir den mal wieder weg. Gehen wir mal in den Laden. Oder nee, schau mal. Hä? Ah. Ja, komm, drück halt X. Broad daylight. Crowded street. Now I've seen everything. Untersuche den Kopf und die Arme. Das fangen wir mal mit dem Kopf an. Na, was soll uns das jetzt sagen? Ich sehe da bis jetzt eigentlich nichts. Außer dass es schön knickt. So knirsch, knirsch. Yo. Nee, da ist nichts. Benutze L, um meine Körperteile zu wählen. Drücke ihn, um genau zu... Ja. Was haben wir da? Bank of Arcadia. Okay. C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earring. Perlenohrringe. Made out the Bank of Arcadia. Vielleicht war er ja verschuldet, unser Männlein. So, jetzt schauen wir uns mal noch die Arme oder so an. Nein, Kopf haben wir schon. Verdammt. Gucken wir mal da. Ist hier noch irgendwas? Da ist gar nichts, oder? Nee. Schauen wir noch am linken Arm. Alter, immer wenn ich auf den linken Arm gehen will, erwische ich den Kopf. Hey, das ist ja... Jetzt aber. Hat er hier irgendetwas? Da hat er gar nichts, oder? Auch nicht, nee. Auf der Seite dann noch, dass er hier was hat. Da hat er auch nichts. Ja, dann würde ich mal sagen, haben wir's. Weil Kopf haben wir ja schon gehabt. Und da war auch nichts. Also, haben wir da alles? This guy in the crowd thinks he saw something, Cole. You better take a statement. Welcher Typ? Der da, der Ellen, oder? All right. Yes, it's a dead person. Ja, dann unterhalten wir uns mit dem. Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run into the shoe store. Gehen wir doch mal in den Store. Speak to the witness before homicide arrives, Phelps. If you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Verbally, of course. And don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. And if you're sure she's straight up, try the general approach. See what you can coax out of her. Ah, so. Ja, ich glaube, hier gibt es so ein schönes Befragungssystem. Vielleicht dürfen wir das jetzt mal austesten. Can I help you, sir? I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Ja, und jetzt? Ah, okay, also wir müssen mit dem Augenzeugen würde ich dann schon anfangen. Fragen stehen auf der rechten Seite. Ja, klar. Machen wir mal. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage
My boss bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Die sieht so ein bisschen komisch aus, aber dieses Mal steht ja eh dran, dass sie lügt. Also lügt sie. Schau mal. Lüge. You're lying, Miss Coletta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Ja, probieren wir es doch mal mit dem Ratenzahlungsbeleg hier. Your pearl earrings, Miss Coletta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying and tell me what happened at the jewelry store. Oh, God! I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Okay. Also nächste Frage, möglicher Mordverdächtiger und Details. Machen wir erstmal möglicher Mordverdächtiger. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Ja, also dieses Mal dürfte sie schon die Wahrheit sagen, aber steht ja sowieso dran. Okay, wir sollen uns anzweifeln. Ich hätte gesagt, sie sagt die Wahrheit, aber zweifeln wir es mal an. You're making me angry, Miss Coletta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. Natürlich, ja, wir befinden uns ja 1945 oder 46, da war das natürlich noch so. Jetzt machen wir mal die nächste Frage, Details zur Schießerei. How many shots did you hear, Miss Coletta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. Okay, dieses Mal entscheidet die Wahrheit, akzeptieren wir das Ganze mal. I need you to concentrate, Miss Coletta. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang, and then another, and then 3 very quickly, close together. 5. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Does that mean I can still collect my... Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Sehr gut. Und wir sind anscheinend gerade einen Ding aufgestiegen, einen Rang. Ist das hier eigentlich der Juwelier? Das ist ein Schuhgeschäft, was ich halt laber. Yo. We have the murder weapon. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Hey, jetzt dürfen wir den Typen stellen. Da gehen wir doch erstmal in die Karre. Alter, halt die Fresse, wir sind Bulle, wir dürfen alles hier. So. Also fahren wir mal. Fahren wir jetzt mal zum Juwelier. Als Ziel festlegen. So.
Alter. I hope they didn't get our number, Phelps. So, jetzt machen wir erstmal unsere Sirene wieder an. Dann gehen wir wieder an. Das Autofahren kann ich anscheinend immer noch nicht, ey. Das ist ja... Wobei die Straßen eigentlich relativ leer sind, wenn man das jetzt mal vergleicht zum GTA hier oder so. Wow, der Typ wollte jetzt auch vor die Karre rennen. Aber hier, wenn man sich so anschaut, die Parks sind doch cool. Und es sieht auch relativ vercool aus, aber was einfach auch auffällt, ist, dass es von der Sichtweite her nicht mehr so weit ist wie in GTA. Zumindest von der detaillierten Sichtweite. Ich glaube, es wäre klüger, wenn wir vorne weitergefahren wären. Also drehen wir mal hin. Da lang. Wow! Scheiße. Hoffentlich müssen wir es nachher nicht ersetzen hier. Dann echt gut zu zahlen. Okay, also der Straße müsste es aber dann sein. Leute. Are you trying to run people over? So, jetzt halt. Julia Hartfield, 2:36 Uhr. Nachmittag, sagt man es einfach mal. Nachts wird es ja wohl kaum sein, ne? So, statten wir den mal im Gesuch ab. Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Na dann. LOL! Bitch! Go, Cole, go! Der Typ hat uns reingelegt. Ey, bleibst du stehen? Alter, im Ernst? Bleib stehen. Please stop it. Man. Halte L2 gedrückt und ziele mit R. Sollen wir den Typ jetzt erschießen oder was? Aber das tun wir nicht. Oder? Na? Jetzt habe ich ihn nicht erwischt. Brauche ich einen größeren Winkel hier? Heavens to Betsy! Too late, Cole. Alter! Irgendwann kriege ich den Typ noch. Irgendwann kriege ich den Typ noch. Aber nebenbei können wir mal die schönen Parkanlagen hier anschauen. Die sehen auch wirklich schön aus. Ja. Ja, nee, ist klar. Jetzt habe ich ihn. Ah, okay. Er bleibt beim Warnschuss zum Glück schon stehen. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Ha, wir haben ihn. Schaut's das an. The case that makes you, and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who knocked down Malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. So, aber bevor wir ihm jetzt halt ein Geständnis abbringen, ist leider der dritte Part schon wieder vorbei und wir sehen uns dann im vierten. Bis dann, mit eurem Chaser. Abonniert uns bitte, wenn es euch gefallen hat und gebt ein Like. Servus. Ciao.